Okidoki. Okidoki. Ja, machen wir jetzt? Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute Flachdübelfräsen an. Und zwar nicht irgendwelche, sondern erstens von 80 bis 300 Euro. Und da sind eine Menge Unterschiede, die ich so gar nicht im Kopf gehabt hätte. Und zweitens, welche mit Akku. Macht für mich total Sinn, ohne Kabel viel flexibler. Ganz wichtig, natürlich gibt es wie immer auch etwas zu gewinnen, und zwar einen 250 Euro Einkaufsgutschein. Wenn du daran teilnehmen möchtest, einfach unten in die Kommentare schreiben, wie findest du diese Geräte eigentlich und wie sind deine Erfahrungen mit Flachdübelfräsen? Heute geht es also um das Thema Flachdübelfräsen. Und was sind überhaupt Flachdübel? Das ist genau das hier, so ein kleiner Dübel, den man ins Holz einsetzt. Ergo auf der einen Seite so einsetzen, auf der anderen Seite hast du auch wieder Holz mit Schlitz, meinetwegen so wie hier. Setzt du ein und dann damit kannst du Holz sehr schön verbinden. Der Vorteil davon ist, wie in diesem Fall, jetzt hast du hier wunderbar eine geschlossene Oberfläche. Ob das bei jedem Gerät so ist, das werden wir uns gleich mal anschauen. Spoiler, nein, aber das sehen wir gleich, welches Gerät das eben nicht macht. Aber genau dafür sind die da. Ja? Du kannst mit so einer Flachdübelfräse uns nicht nur Flachdübel setzen, sondern auch das Ganze, das wir hier machen, nämlich Nuten ziehen. Ein kleiner Hinweis, viele von euch wissen das ja, ich selber habe früher angefangen, auch mit der Flachdübelfräse von Einhell, nicht mit der hier, sondern mit einem uralten Vorgänger. Das Gerät ist 7, 8, 9 Jahre alt und mit dem habe ich ein Problem gehabt, nämlich das war hier nicht 90 Grad und konnte ich einfach nicht einstellen. War ein super billiges Gerät damals, wer weiß warum. Heute schauen wir uns das Gerät hier an von Einhell. Wir schauen uns zusätzlich auch das Gerät von Makita an und das Gerät von Dewalt. Aber damit ihr auch wirklich wisst, welche Geräte haben wir eigentlich. Wir haben hier von Einhell das Gerät TE-BJ18Li. Wir haben von Makita DPJ 180 und von Dewalt haben wir hier die DCW 682. Das Interessante an den Geräten ist aber nicht der Name, sondern was sie machen. Ihr habt hier so einen Flachdübel und alle hier können genau dasselbe machen, nämlich wirklich für so einen Flachdübel eine entsprechende Nut ziehen oder so eine, wie nennt man das eigentlich? Bohrung ist das ja eigentlich nicht? Gute Frage. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie man das macht. Was macht man hier? Ein Schlitz? Sägen, ja eigentlich. Also, aber um darauf zurückzukommen. Alle machen eigentlich dasselbe, aber haben einen komplett unterschiedlichen Preis. Wir haben hier bei Einhell einen Preis von knapp unter 100 Euro. Die bekommst du schon so für 90, 95 Euro. Bei Makita hast du hier einen Preis von zwischen 180 bis 200 Euro. Irgendwo dazwischen ist Makita. Bei Dewalt bist du schon bei 300 Euro. Und wenn du jetzt überlegst, dreimal die Einhell oder einmal Dewalt, das ist schon eine gute Frage, oder? Nochmal zum Funktionsprinzip dieser Flachdübel. Ich weiß, viele von euch würden jetzt Lamello sagen, weil Lamello war die Firma, die das als allererstes rausgebracht hat und die damit auch weltberühmt eigentlich geworden ist. Aber der langläufige Name, die universelle Bezeichnung dafür sind Flachdübel. Das ist ja im Grunde auch wirklich ein Dübel, nur eben sehr flach gedrückt. Was ist der Vorteil aber von dem hier? Dieser Dübel kann Folgendes machen. Du fräst hier diesen Schlitz und führst dann den Dübel hier ein. Und dann hast du folgenden Vorteil. Nach oben oder unten, also in dieser Bewegung, ja, schauen wir uns das mal an, so ist das jetzt fest in der Richtung. Wenn wir jetzt aber das so betrachten, so können wir es noch verschieben. Das ist ein Vorteil wie auch ein Nachteil. Wenn du sagst, genau an der Stelle, genau so darf sich nichts mehr bewegen, dann ist so ein Flachdübel irgendwie ein bisschen weil natürlich kannst du es in der Bewegung hier in der Richtung immer noch bewegen. Wenn du aber sagst, na ja, ich möchte zumindest, dass sich das nicht mehr so bewegt, aber ergo die Oberfläche hier geschlossen ist, aber ich möchte sie vielleicht noch fein ausrichten, dann ist das so genau richtig. Ein Hinweis ist noch, je nachdem wie gut das Gerät ist es natürlich wichtig, dass hier oben wirklich eine absolut plane Oberfläche entsteht. Das, wie gesagt, haben wir nicht überall. Anderer Punkt, was viele unterschätzen, ist Folgendes. Wir haben hier einen Flachdübel, der quillt hier noch ein bisschen auf. Also selbst wenn du den hier einsetzt wie hier, oder vielleicht wie hier, wo er ein bisschen strammer sitzt, so, der fällt auch nicht mal einfach raus. Selbst wenn es ein bisschen locker sitzt, ist kein Problem. Bisschen Leim rein, das quillt ein bisschen hier auf der anderen Seite und das hält super. Flachdübel sind eine tolle Sache, auch wenn sie weniger stabil sind, als man denkt, weil schau mal, du kannst einfach das so kaputt machen, ja, das funktioniert schon und trotzdem halten sie extrem gut.
Bevor wir die 3 Geräte anschauen, wir werden natürlich auch nochmal euch zeigen, wie wir das Ganze getestet haben, auch wie wir hier die Nuten gezogen haben. Aber wir haben noch 2 interessante Fakten. Nummer 1, wir haben hier ja 3 18 Volt Geräte. Das heißt, wir haben hier so einen 18 Volt Akku, den können wir hier einsetzen. Ja. Zack und so weiter und so fort. Hier auch 18 Volt, da auch 18 Volt. Interessant ist Folgendes, viele kennen das nicht, weil sie vielleicht keine Dewalt-Geräte haben. Von Dewalt gibt es das 18 Volt und das 54 Volt System. Auch die 54 Volt Akkus kannst du hier einsetzen und damit ganz normal arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Das will ich nur als Hinweis, weil das immer wieder als Frage bei uns kommt. Genauso ist es so, es gibt ja die neuen PowerStack-Akkus von Dewalt, auch 18 Volt, mit sogenannten Pouch-Zellen, ganz andere Akkutechnologie, die passt natürlich hier auch wunderbar rein und kann man auch nutzen. Bei den PowerStack-Akkus hat man das Gefühl, dass das Gerät nochmal 5% vielleicht mehr Leistung hat. Vielleicht sind es auch 10, aber das ist bei den Geräten an sich eigentlich nicht so wichtig. Vielleicht, weil ich es nachher vergesse, das Thema ist brushless. Wir haben hier nur ein Gerät, das brushless ist, also bürstenlose Motoren hatten, dadurch noch effizienter ist, noch kräftiges. Das ist Dewalt, auch das teuerste Gerät hier dabei. Ist sicherlich auch ein Teil, warum das Gerät wesentlich mehr kostet als die anderen beiden, aber sei es drum. Es hat jedenfalls nur das, die anderen beiden nicht. Fun Fact ist wirklich folgendes. Und zwar, wir haben hier eine Flachdübelfräse. Jetzt sagst du jetzt, also Flachdübelfräse. Ja? Aber vielleicht für den einen oder anderen, der gar nicht weiß, wie so eine Flachdübelfräse aussieht von innen. Ja, ich mache das hier mal auf. Und zwar sieht das Ganze so aus. Du hast hier ein Sägeblatt, was hier auf der Welle sitzt und dann einfach hier so über die Bewegung nach vorne gedrückt wird. Und dann sägst du halt ins Holz rein. Das Interessante daran ist, im Grunde sind das hier eigentlich alles Winkelschleifer. Und zwar Akku-Winkelschleifer. Wenn du hier diesen Winkelschleifer dir anguckst, sieht dieser Flachdübelfräse erstaunlich ähnlich. Er hat nur einen anderen Aufsatz hier dran und das war es auch schon. Das gibt von Dewalt wirklich im Verhältnis zu dieser Flachdübelfräse einen Winkelschleifer, der annähernd identisch aussieht, nur eben diese Aufsätze nicht hat. Also es ist schon witzig, wenn man da mal drüber nachdenkt, dass man im Grunde da dasselbe Gerät in der Hand hat. Jetzt die Geräte im Detail und wir starten bei Einhell. Wir sehen hier erstmal, wir haben einen sehr ergonomischen Handgriff, der ist gut, auch schön hier gummiert, das ist wunderbar. Und hier ist der Ein- und Ausschalter und wir können das Ganze hier hochdrücken und einrasten. Das heißt, jetzt würde das Gerät im Dauerlauf laufen und dann hier, so würde man es wieder ausschalten. Man kann es hier sehr gut greifen, einschalten und dann kann man das hier wunderbar dann auch ausführen. Wenn ihr euch das Gerät an sich anschaut, sieht man schon im Verhältnis zu den anderen beiden, dass es etwas günstiger ist, auch günstiger von der Verarbeitung, aber qualitativ gar nicht so schlecht. Fangen wir mal hier vorne an. Wenn du jetzt hier das hier nach oben und unten stellen möchtest, dann kannst du hier dran drehen, so, hier hoch und runter, weil hier kannst du einstellen, schauen wir uns das mal an, hier kommt, so, da kommt jetzt das Blatt raus, keine Sorge, es ist kein Akku drin, und es kommt ja darauf an, Moment, so, wenn du jetzt entscheiden möchtest, wo hier beim Holz das ist, ob der Schnitt jetzt da ist oder da, kommt es ja hier auf diese Höhe an. Das heißt, man kann das hier entsprechend runterstellen, ja, oder hochstellen und dementsprechend würde jetzt der Schnitt hier woanders sein. Dafür ist eben genau das hier da. Man kann das Ganze hier also einstellen, nach oben ziehen und dann ist es fest. Dann kann man es auch nicht mehr verstellen. Hier haben wir auch eine Skala, wie tief das Ganze ist. Ich finde das ein bisschen missverständlich, nicht so, ja, aber es ist okay. Das funktioniert schon. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das hier zu lösen. Und dann können wir hier den Winkel einstellen. Ja, so wie man das haben will. Bei 0 Grad rastet es ein. Bei 45 auch, relativ leicht. Und ihr seht hier, ihr könnt es auch nicht unendlich nach unten drücken, aber das ist das, was man eigentlich gängig braucht. In der Regel macht ihr es sowieso auf 0 Grad. Zusätzlich ist es hier so, dass wir hier die Dübelgröße einstellen können. Also wir haben hier Dübelgröße fangen wir hier an, von 0, 10, 20, S, D und Max. Das finde ich eigentlich ganz gut und ihr seht hier, das ist eigentlich ganz simpel gelöst. Wir haben hier einfach nur einen Anschlag. Das heißt, ich drücke das hier an, ja, und dann nehme ich jetzt mal irgendwas anderes, so, und dann landet es natürlich etwas tiefer und dann fährt hier das Blatt entsprechend, ihr seht das hier, etwas tiefer aus. Ich nehme es jetzt mal auf Max, so, und dann geht es halt maximal weit raus oder hier auf das Mindeste, dann ist es halt relativ wenig. Das ist wirklich einfach, wirklich sehr einfach gemacht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn ihr das jetzt so hier mal von oben schaut, seht ihr, wie dieser Schlitz hier so zusammengedrückt wird. Das ist nicht super präzise, aber das muss es auch eigentlich nicht sein. Wir haben hier auch die Möglichkeit, das nochmal fein zu justieren. Das ist überhaupt kein Problem.
Zusätzlich habt ihr hier eine Absaugung, die ist gleich mit dran, funktioniert. Wenn ihr jetzt hier ans Sägeblatt kommen wollt, dann müsst ihr hier mit einem Innensechskant drin arbeiten, das aufmachen und dann könnt ihr es aufklappen und habt hier unten drunter das Blatt. Bevor wir zum Test kommen, noch ein wichtiger Hinweis. Und zwar, es ist ja so, dass wir hier einen Winkel haben. Wir haben hier eben 0 Grad eingestellt und bei 0 Grad Kippwinkel müssen wir hier genau einen 90 Grad Winkel haben. So, bei meinem alten Gerät war es so, dass wir hier immer 92 Grad hatten und das hast du schon gemerkt. Das war ein bisschen lästig, weil dadurch hast du manchmal Probleme gehabt beim Zusammenleimen. Das Gerät hier überhaupt kein Problem. Wir haben hier eine Abweichung um 0,1 Grad. Das heißt, wir hatten hier, ich glaube, 90,1 Grad. Das ist Rundungstoleranz, das ist für Flachdübel völlig egal. Das ist kein Problem. So, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben das Ganze getestet und zwar in Buche. Ich wollte einfach mal schauen, so, und wie schlägt sich dann hier diese Fräse. Zuallererst, wir haben einen Sanftanlauf, kommen wunderbar rein ins Material, das war überhaupt kein Problem. Also wir konnten hier auch ohne Probleme den Flachdübel ausfräsen, um es dann zu benutzen. Das kein Thema. Was schon ein Thema ist, ist etwas anderes, und zwar das Gerät fühlte sich nicht ganz rund an, als wenn es nicht so ganz perfekt geradeaus rund läuft. Klingt ein bisschen komisch, aber ist so. Aber das hat eine Sache zur Folge gehabt. Und zwar ist es so, wenn wir jetzt hier mal einen neuen Dübel nehmen und suchen uns mal die Fräsung von, hier ist Einhelm, dann ist es so, dass der Dübel hier zwar drin sitzt, aber er wackelt relativ stark. Und zwar ist die Fräsung an sich hier nicht ganz, nicht 100% gerade, habe ich das Gefühl, beziehungsweise etwas mehr ausgeschlagen. Und dadurch ist es vielleicht ein Viertel oder einen halben Millimeter, sagen wir mal ein Viertelmillimeter breiter als von den anderen. Und wenn wir das jetzt mal irgendeinen anderen nehmen, das ist meinetwegen Dewald, tun das hier rein, du merkst schon, hier und so, ich muss es richtig reinstecken, richtig, damit es ein bisschen pressen, hat für mich den Vorteil, dass es 100% plan auch sitzt. Und auch wenn wir hier jetzt mal so schauen, schaut mal hier. Ich drücke jetzt, schaut mal hier auf diese Kante hier. Ich drücke und du siehst, da ist nichts zu sehen, da ist kein Spalt, kein gar nichts. Das funktioniert nicht. Also hier, ich kann da drücken, wie ich will. So, aber auch raus und reinnehmen. Dann nehmen wir jetzt hier mal Einhell, das ist hier, setzt das ein und du siehst hier, da, ich hoffe, das sieht man, jetzt kriege ich auf der Kamera rauf, da haben wir so ein Viertelmillimeter jetzt Luft. Das, wo wir es hin und her tun können. Das hat jetzt einiges zur Folge. Und zwar, wenn wir das so jetzt sehen und haben jetzt das zweite Stück dagegen und haben jetzt meinetwegen hier einen Viertelmillimeter Luft. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Viertelmillimeter Luft. Dann haben wir schon einen halben Millimeter Toleranz über beide Stücke. Und dann können wir Folgendes machen. Wir können das hier ansetzen und können nach oben oder unten verrücken. Das heißt, wir haben nicht mal eine plane Verbindung, sondern haben hier einen Absatz. Das ist nicht schön, das ist ein bisschen ätzend, weil in dem Moment musst du das dann wieder ausschleifen oder aushobeln und das ist so ein bisschen mäh. Ja? Wir haben das auch, Moment, nehmen wir das passende Stück, hier haben wir Einhell, hier mal ausprobiert und ihr seht das hier auch, das ist jetzt hier, Moment, das ist jetzt das Einhell, eine Nut, die wir gezogen haben. Das sind ja auch so eine Nutfräsen, mit der man auch so eine längliche Nut fräsen könnt. Ihr seht hier auch die Bilder dazu, wie wir das hier gemacht haben. Alles gut und schön funktioniert. Man merkt hier aber auch dieses leicht unrunde Laufen. Und jetzt haben wir Folgendes. Wir stecken das erstmal hier rein und sehen, dass der Dübel, ja, hier, wobei der geht halbwegs, aber ihr seht, wie leicht das hier ist. Ja, und das haben wir hier zum Beispiel beim anderen nicht. Hier müssen wir es richtig einsetzen. Aber, jetzt seht ihr Folgendes. Ich setze das jetzt hier mal Einhellfräsung gegen die, hier haben wir es, die Einhellfräsung. Und jetzt merken wir können das hier hoch und runter drücken. Und wenn ihr das jetzt hier seht, ich hoffe, das kriegt die Kamera drauf, sehen wir jetzt hier, hier haben wir wirklich einen Abstand. Seht ihr das? Ich hoffe, das funktioniert. Und das ist wirklich nicht schön. Auf die Art und Weise haben wir eben keine Planverbindung mehr. Jetzt muss man natürlich sagen, wir haben hier ein 100-Euro-Gerät und haben also ein Gerät, was halb so teuer ist wie Makita und Dewald. Und ich kann jetzt schon sagen, hier war es eben nicht so bei den anderen beiden Geräten, dass dieser Spalt so eine große Toleranz hatte und dass es irgendwie nicht plan war. Und das musst du jetzt wieder für dich selbst entscheiden. Ist das etwas, was dich jetzt groß tangiert oder eben nicht? An sich, bis auf das, ist es ein grundsätzlich gutes Gerät, solide, funktioniert, macht, was es soll, wird abgesaugt, läuft. Aber wir gucken jetzt mal zu Makita rüber und da sehen wir schon, das ist ein ganz anderes Ding und eine ganz andere Preisklasse. Bei Makita ist es so, dass wir auch eine gute Gummierung haben, derselbe Knopf. Drücken wir so nach unten, das ist auch an.
und so ist es dann wieder aus. Und das Interessante ist, wenn wir uns jetzt mal beide Geräte nebeneinander angucken, die sind annähernd baugleich. Also ihr habt wirklich das Gefühl, dass hier Einhell, weil das Gerät gibt schon ein paar Minuten länger auf dem Markt, das Gerät 1:1 nachgebaut hat und das, weil es wirklich so identisch ist. So jede Schraube, jede Ecke sieht eigentlich relativ ähnlich aus. Aber wir haben hier eine ganz andere Materialanmutung. Wir haben hier viel hochwertige Materialien bzw. hochwertige Oberflächen. Fangen wir auch hier wieder hier vorne an. Auch hier könnt ihr die lösen. Hier könnt ihr auch die Höhe verstellen, wie beim anderen auch. Hoch, runter, überhaupt kein Problem. Justieren, auch kein Problem. Auch hier lösen, einstellen. So, ja, könnt ihr alles wunderbar einstellen, wie ihr wollt. Auch wir haben hier übrigens eine sehr große Winkelgenauigkeit. Hier haben wir 89,1 Grad, also auch 89,9, besser gesagt, also 0,1 Grad Abweichung. Das ist quasi wie Messtoleranz kaum noch messbar. Dann andere Seite, auch hier haben wir hier die Verstellung der Tiefe. 1:1 über Einhell, auch hier 0, 10, 20, S, M und Max. Ihr seht aber hier in sich, das hier zum Beispiel, das ist ganz anders ausgeführt, das ist gerader, etwas länger, auch das hier ist hochwertiger ausgeführt, es drückt sich kaum rein, ihr habt eine sehr viel bessere und genauere Justierung. Was ich super finde an dem Gerät, ist eine Kleinigkeit, aber dann doch irgendwie nicht und seht hier auch, das Ganze ist, schaut mal hier, hier bei dem Tisch ist es so, der ist einfach nur plan. Hier sind einige Teile ausgefräst. Hier bei dem Tisch ist der komplett bis hinten einmal durchgefräst und dadurch schön plan und auch sehr, sehr gerade. Aber worauf ich ja nicht eingehen wollte, ist diese Schraube hier. Ich kann die einfach hier rausdrehen und dann komme ich sofort, Moment, ich muss einmal verstellen. So, Moment, so. Und ich komme sofort hier ans Sägeblatt ran. Das finde ich richtig gut, weil jetzt kann ich sofort lösen, kann was machen oder kann es auch mal säubern hier im Zweifel und zu Schraube ran und fertig. Das ist weder bei Dewalt noch bei Einhell eben so gut gelöst wie hier, weil ich kann es einfach mit der Hand machen und brauche kein extra Werkzeug. Dann haben wir hier noch die Absaugung. Mit dem etwas kleineren Anschluss, bei Makita nicht unüblich, brauchst du aber, wenn du einen anderen Sauger hast, auf jeden Fall immer einen Adapter. Als nächstes haben wir hier natürlich auch getestet. Wir haben hier unseren Buchenblock genommen. Schauen wir uns das mal an. Hier haben wir Makita, nehmen wieder unser Stück Holz, setzen das ein und wir sehen hier auch da, es ist perfekt von der Passform, passt wunderbar rein. Das hat übrigens nichts damit zu tun, ob es jetzt ein 10er, 20er, 30er Loch ist, sondern es geht wirklich dabei um diese Verwacklichkeit oder wie meint man das, oder diese Sitzgenauigkeit. Und das ist eben bei Einhell nicht so, bei den anderen Geräten dann schon. Das hat wunderbar funktioniert, da kann man nichts Negatives zu sagen. Was vielleicht eine Sache ist, wir haben hier keinen Sanftanlauf, aber das ist eine Kleinigkeit, weil im Grunde, man nimmt das Gerät, macht das an und will einfach doch nur diese Nut machen. Genauso war es auch so, dass wir hier bei der Nut, dass wir hier wunderbar das hier ziehen konnten. Das hat auch ohne Probleme funktioniert. Macht einfach, was es soll. Bei dem Gerät kann man überhaupt nichts sagen. Es klappt, es macht, es tut. Hat nur einen ganz kleinen Makel, den wir bei Dewalt ausgemerzt haben. Der Klassiker ist, dass du hier den Anschlag hast, das Holz hier ansetzt und dann deine Nut ziehst. Alles gut und schön, aber wenn du diesen Anschlag nicht haben willst, was passiert? Du musst den jetzt hier lösen, kannst ihn hochziehen und dann kannst du auch ohne den Anschlag arbeiten. Es gibt viele Situationen, wo es eben Sinn macht, eben so und ohne zu arbeiten. Aber was passiert jetzt mit diesem Anschlag? Der liegt irgendwo, aber dann meistens nicht hier beim Gerät, sondern wabert irgendwo rum. Das finde ich ein bisschen schade. Ich selbst arbeite meist mit Anschlag und das ist jetzt auch kein Riesenproblem und das kann man alles ran und abbauen, alles kein Ding. Hier bei Dewalt ist es ein bisschen anders. Und zwar erst einmal, das Ganze hier ist plan und ich kann damit arbeiten, wie ich möchte. Dann ist es so, dass ich den Anschlag hier abklappen kann. Ich löse es einfach so und dann kann ich es hier festziehen und dann kann ich hier entsprechend damit arbeiten. Ich habe hier auch die Möglichkeit, das nach oben und unten zu justieren, genauso wie bei den anderen Geräten. Ich kann das auch abmachen, das macht aber überhaupt keinen Sinn. Sondern dann würde ich es einfach hier Justierung lösen, hoch, fest und das war's. Ist auch zum Verstauen etwas angenehmer. Das nur als kleiner Hinweis. Hier ist es so, dass hier ist es zu verstellen. Wir haben hier auch eine Skala, die sehr genau ist und das hier ist im perfekten 90-Grad-Winkel angesetzt gewesen. Also das fand ich wirklich super. Hier haben wir die Verstellung auf der anderen Seite, nämlich wir haben es hier, ist etwas, ich sag mal, etwas straffer zu verstellen und ich habe hier auch weniger Einstellmöglichkeiten. Ich habe hier nur 0, 10, 20, Max
und wieder 0. Der Vorteil dieser Verstellung ist, es ist so hart, dass es kaum, dass man nicht irgendwie verrutschen kann. Und das finde ich ganz gut. Und das sind auch die gängigen Größen, die man braucht. Ja, hier zum Arbeiten funktioniert das auch wunderbar. Ja, ist ein gewisser Widerstand hier in der Feder, aber der funktioniert und das passt alles. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Hier gibt es nichts weiter zu beachten. Hier haben wir die Absaugung. Wir können die auch abnehmen, ja, wenn wir wollen. Finde ich ganz gut, wenn man das mal nicht benutzen möchte. Und hier kann man auch verschiedene Adapter ran tun, die eben im Lieferumfang dabei sind. Wenn wir uns das jetzt mal abnehmen, sehen wir hier aber etwas. Und zwar, wir haben hier einen Pedalschalter. Und zwar ist es so, wir können den nicht einfach drücken. So, das geht nicht, sondern wir müssen das nach vorne, nach hinten drücken, das hier. Und dann können wir es nach oben ziehen. Das heißt, du nimmst die Hand, drückst das hier so leicht nach hinten und dann kannst du es hiermit benutzen. Der Vorteil ist, wenn du loslässt, dann hört es sofort auf, im Gegenteil zu dem Gerät. Wenn du das einstellst, dann läuft das einfach, egal was du hier machst und tust. Weil in der Regel setzt du nur eine kleine Nut oder ziehst eine kurze Nut. Da ist das eigentlich gar nicht nötig, dass es arretiert. Und dann finde ich es eigentlich sogar viel, viel besser, wie das hier Dewald gelöst hat. Kommen wir zum Test und hier haben wir gleich zwei Sachen getestet. Und zwar, wir haben es erstmal mit dem ganz normalen 18 Volt Akku getestet, haben das Ganze ausprobiert. Ihr seht auch hier wunderbarer Einsatz, kein Gewackel, kein Getue. Das funktioniert genauso, aber auch mit der Nut. Interessant war Folgendes: Wir haben gesagt, wir probieren es auch mal mit dem anderen Akkusystem, nämlich mit dem Power Stack, weil der ja noch ein bisschen mehr Bums hat. Mit 54 Volt haben wir heute jetzt mal uns gespart und auch da ist es so, dass wir gemerkt haben, ja okay, man hört es auch in der Maschine, die tut einen Tick höher auch ein bisschen und geht richtig gut ins Material. Braucht man aber nicht. Also den Power Stack Akku hier braucht man nicht zwingend dazu, das ist nicht das Thema. Aber pro Power Stack und die Geräte, alle Geräte, die wir hier haben, haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr auch den ehrlichen Preisvergleich auch nochmal. Vorhin habe ich vergessen euch zu sagen, nur dass ihr bedenkt, das sind aktuelle Preise, die wir euch gesagt haben und das natürlich immer auch Sachen, die leicht variieren können. Wie schon gesagt, Nut hat auch funktioniert. Kommen wir mal zu einem Fazit und denkt dran, ihr könnt auch die 250 € Einkaufsgutschein gewinnen, wenn ihr unten in die Kommentare eure Meinung zu den Geräten schreibt oder was für Erfahrungen habt ihr oder sagt ihr, ein anderes Gerät bei Flachdübelfräsen funktioniert viel besser. Oder seid ihr eher so Team Domino oder Team Duodübler? Auch das gerne unten in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, weil ich Flachdübel auch relativ selten einsetze. Aber wenn, dann sehr gerne. Jetzt ist die Frage, was ist denn das richtige Gerät für dich? Wenn du jetzt mal ganz neutral rangehst, würde ich persönlich mich eher für die Makita und die Dewald entscheiden, weil die Einhell einen Tick bei der Verarbeitung hinterherhinkt, aber vor allem auch diesen leichten Versatz gezeigt hat. Ob es alle Geräte von Einhell machen, also alle diese Fräsen machen, kann ich nicht sagen. Ich habe hier keine Möglichkeit gefunden, das nachzujustieren. Hier war es einfach so, wie es halt eben war. Ein großer Unterschied zwischen den beiden Geräten ist eben genau das, was ich euch gezeigt habe. Hier bei Makita kann man unten sehr leicht ans Sägeblatt. Ansonsten ist es für mich auf jeden Fall ganz klar der Preis-Leistungssieger. Das Ding macht, was es soll, ist eine super Maschine und das passt schon alles. Bei Dewald ist es so, dass die Maschine überall eben noch einen Tick oben drauf setzt. Ihr habt hier ein Brushless-Gerät, ihr habt zum Beispiel auch so Kleinigkeiten. Die Skala, die hier drauf ist, die ist hier auf dem Metall aufgedruckt. Das ist kein Aufkleber. Das kann auch nicht durch viel Benutzung irgendwann abgehen, wie es hier bei Makita ist. Da ist es ein Aufkleber, der drauf ist. Der ist zwar auch versenkt, der ist auch in einer guten Qualität, aber es könnte sein, dass der halt irgendwann sich mal ablöst und nicht mehr da ist. Hier ist es eben nicht so. Ich feiere es auch, dass man das hier nach oben wegklappen kann und dass das einfach so hier funktioniert und dass man sich abbauen muss. Insofern ist es so, wenn man sagt, das beste Gerät wäre aus meiner Sicht Dewald und der Preis-Leistungssieger ist Makita, wobei man ganz klar sagen muss, Einhell hat hier nachgearbeitet und es hat wirklich eine solide, gute Fräse gebaut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Würdet ihr die Einhell kaufen? Würde mich wirklich interessieren. Ist das so euer Gerät? Sagt ihr, Preis-Leistung ist für mich noch wichtiger als das letzte Quäntchen Qualität? Würde mich interessieren. Ich werde jetzt zum nächsten Test gehen und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.